Okay, so ihr Lieben, Mosche zusammen. Wir haben heute 24.03. Und zwar haben wir heute ein sehr schönes Workout für euch. Eine schöne Variante, ob ihr RX oder die Homeboard-Variante macht. Beides sehr, sehr ähnlich. Das heißt wieder, egal mit wem ihr es macht, auf jeden Fall funktioniert es heute super wieder gemeinsam. Wir haben einmal Dumbbell Step-Ups, Burpees mit Knees to Elbow, wer Pull-Up-Stangen zu Hause hat. Dumbbell Back Squats, auch da wieder, wenn das funktioniert mit der Dumbbell, ansonsten auch wieder eine Variante mit einem Objekt eurer Wahl. Und Burpee Pull-Ups, da auch wieder braucht ihr die Stange. 8 Wiederholungen jeweils für 8 Runden. Ähnlich auf der Homeboard-Variante, On-Object auch hier wieder Step-Ups, das heißt ihr braucht wieder eine Bank, einen Stuhl, einen Partner und ein Zusatzgewicht. Wie ihr das Ganze transportieren könnt, zeige ich euch gleich. Dann Burpee plus V-Ups oder Knees to Elbow auf dem Boden. Auch die Varianten zeigen wir euch nachher nochmal, was da möglich ist. Wieder das Objekt eurer Wahl und dann machen wir Back Squats damit, genauso wie hier das mit der Option mit der Dumbbell. Und nochmal Burpees plus Table Rows, auch wieder eine schöne Zugvariante. Und wenn das nicht machbar ist, dann Get Up, Get Down als Option dafür. Das bleibt auch mit 8 Wiederholungen pro und dafür dann 8 Runden, maximal 20 Minuten Zeit dafür bekommt ihr. Wir haben fürs Warm-Up eine schöne Variante aus Step-Ups, lateralen Step-Ups und Wall-Walks oder Shoulder-Taps. Dann gehen wir in einen schönen Kraftpart, um nochmal eure Mitte richtig schön stabil werden zu lassen, damit ihr hier super durchhaltet. Und dann gehen wir einmal durch alle Übungen durch, die ihr braucht, um dann gut durchzukommen. Das heißt, erste Runde Step-Ups. Entweder wieder ein Tisch, Stuhl, alles was für euch möglich ist, könnt ihr da benutzen. Das heißt, Britta macht das Ganze mit dem Stuhl, Chris auf der Bank, ganzer Fuß drauf, einmal nach oben komplett Knie strecken, Hüfte strecken und das gerne im Wechsel, das heißt 10 Step-Ups gerne insgesamt. Sehr schön jetzt. Gut, dann lateral Step-Ups, das heißt ihr dreht euch um 90 Grad, egal wie, seitlich zur Bank, seitlich zum Stuhl, seitlich zu eurem Partner und dann heißt es Fuß aufstellen, einmal fest wie die Fersen nach vorne schieben und oben wieder schön komplett strecken. Hier wieder 2 Varianten, habt ihr den Fuß weiter hinten, wird es etwas leicht nach oben zu kommen, müsst mit Schwung nehmen, setzt ihr den Fuß nach vorne, wird es etwas anspruchsvoller, achtet aber darauf, dass die Ferse, wie bei Chris es hier so schön macht, schön auf der Unterlage bleibt. Dann fest nach oben schieben. Da ist es 10 pro Seite. Dann geht ihr an Wallwalks oder Shoulder Taps. Entweder in der Pike- oder Plank-Variante oder das Ganze an der Wand. Genau. Das heißt, da einmal nach oben laufen, das Ganze komplett nach oben ran, so hoch wie ihr möchtet, oder das Ganze auf dem Boden, Schulter über Kreuz tippen oder auf der gleichen Seite. Mitte immer schön festlassen, Bauch fest, Po fest anspannen, gleiche Sache, was der Chris hier auch macht. Immer schön kontrolliert, Plankenposition, dann nach oben laufen und da immer schön die Mitte festhalten. Danke euch zwei, sehr schön. Wenn ihr das einmal durch habt, dann ist der Körper schon soweit vorbereitet und dann gehen wir in einen schönen Kraftpass. 30 Sekunden ist die Zeit für alles, was jetzt kommt. 30 Sekunden, Tuck oder Hollow Hold. Das heißt, Chris macht einmal die Hollow-Position, Britta die Tuck-Variante. Das heißt einmal, Lendenwirbelsäule ist fest auf dem Boden. Hier heißt jetzt, Knie nach oben schieben, Schultern heben, gleich sah bei Chris auch, einmal Schultern hoch, Arme schön lang, Knie strecken, das heißt die Mitte richtig schön fest und nur die Lendenwirbelsäule hat Kontakt zum Boden. Sehr schön. Dann Sit-Ups, dürft ihr gerne beide machen, Fußsohlen aneinander, entweder mit einer Ab-Mat, wenn ihr die habt und braucht. Das heißt, legt hier gerne das dicke Ende an den Bobbes und dann heißt es einmal Fingerspitzen über Kopf. Einmal auf den Boden auftippen und vor den Fußspitzen nehmt ihr das Ganze mit den Armen richtig schön mit, schön dynamisch, um die ganze Mitte zu aktivieren, Bauch schön fest dabei. Dann Flanke im Nachhinein auf alle 4, aber jetzt heißt es Hände und Schultern, Füße zusammen, Bauch fest anspannen, Rippen zum Becken bringen, Po fest anspannen, Fußspitzen aufstellen, genau, schön nah beieinander. Und dann heißt einmal die Schulterblätter weit nach außen schieben, Wirbelsäule zur Decke und das halten, Atem dabei nicht vergessen. Sehr schön, genau das. Dann V-Ups. Ihr legt wieder auf den Rücken. Jetzt habt ihr da 2 Varianten. V-Ups oder Knees to Elbow. Die 2 Optionen. Ich mache Knees to Elbow. Okay. Britta macht dann V-Ups. Das heißt, einmal lang machen, auch hier wieder schön vorbereiten. Einmal gehen die Ellenbogen und Knie so nah wie möglich beieinander oder die Fußspitzen und Fingerspitzen so weit wie möglich Richtung Decke zueinander. Das heißt, da ist die Variante, wenn ihr sagt, boah, mein Bauch ist noch nicht so stark, wie ich gerne möchte. Und dann, wenn ihr sagt, boah, ich mache das schon eine ganze Zeit lang, ich möchte mich herausfordern, dann ist das eure Variante. Plank, Get Up, Get Down. Plank habt ihr eben schon mal gehalten, genau da gehen wir wieder rein.
Auch da wieder, Grundposition bleibt die gleiche, Bauch fest, Po fest. Dann heißt einmal auf die Unterarme kommen und wieder auf die Hände. Wichtig jetzt hierbei, dass ihr so wenig wie möglich mit dem Po nach links und rechts schaukelt. Wenn ihr das Gefühl habt, boah, das ist aber verdammt schwer, richtig, das soll es sein. Aber was ihr machen könnt, ein bisschen leichter, das heißt die Füße etwas weiter auseinander. Dadurch könnt ihr mehr Stabilität in die Mitte bekommen und noch mehr Kraft aufwenden und übertragen vor allen Dingen. Sehr schön, danke euch zwei. So, letzte Sache, Burpees. Und da gibt es zwei Varianten. Chris macht die gesprungene, Britta einmal die gelaufene Variante, das heißt Hände auf den Boden setzen, entweder Füße nach hinten laufen, Brust und Oberschenkel berühren einmal den Boden und dann entweder nach oben springen oder laufen und auch hier wieder beide Füße verlassen den Boden und die Hände über Kopf zusammenbringen. Sehr schön. 30 Sekunden jeweils, stellt euch gerne wieder die Uhr dabei und dann könnt ihr alles eine Runde für 30 Sekunden durch, dann seid ihr mit Sicherheit gut warm und habt eure Mitte richtig schön vorbereitet. Dann Vorbereitung fürs Workout. Scapular Raise oder Scapular Push-Ups. Das heißt einmal in der Variante, Britta kommt einmal auf den Boden, Chris wird das Ganze an der Stange machen. Zwei Optionen, um eure Schultern richtig schön vorzubereiten. Auch wieder hier schön Planke. Jetzt heißt es einmal einsinken in der Mitte und wieder fester rausschieben. Das heißt die Schultern gehen vor und zurück. Beim Chris gleiche Sache, aber auch hier er hängt. Das heißt Ellenbogen bleiben schön gestreckt, Hollow-Position und die Schulterblätter einmal zu den Ohren, einmal weg von den Ohren. Sehr schön. Dann Knees to Elbow oder V-Ups. Habt ihr eben schon teilweise gemacht. Jetzt gibt es zwei Varianten. Die Knees to Elbow Variante für die RX Workout Variante ist dann einmal an der Stange. Schön großer Kip Swing. Dann heißt es die Knie zu den Ellenbogen bringen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt nur bis zur Achsel, gar nicht schlimm, schiebt so hoch wie ihr könnt und bringt euer Gesäß immer schon mit nach oben. Okay? V-Ups, gleiche Variante wie eben auch. Da habt ihr entweder die Option, genau, das, was Britta gerade macht, auch wieder Fingerspitze, Fußspitze zusammen. Oder wenn ihr merkt, das ist mir zu viel und eine Pull-Up-Stange habe ich nicht, dann gerne auch Ellenbogen und Knie zueinander bringen. Das heißt, hier richtig schön klein werden. Okay? Super. Dann Pull-Ups oder Table Rows, auch da, beide Varianten. Wenn ihr sagt, ich möchte das Ganze als strikte Variante machen, funktioniert super. Habt ihr bei dem Tisch keine andere Möglichkeit, als genau das zu tun. Das heißt, das ist richtig schön anspruchsvoll. Oder wenn ihr die Stange habt, das gerne auch als Kipping Pull-Up. Füße bleiben schön zusammen, dann mit einem schönen Schwung in jeglicher Variante, wie für euch möglich ist. Oder Table Rows, ganz unter den Tisch drunter, weit greifen und dann immer versuchen, die Brust Richtung Kante zu bringen. Dann heißt es entweder Dumbbell oder Object Back Squat. Das heißt, habt ihr einen Rucksack, eine Tasche, egal was, irgendwas, was ein bisschen schwerer ist, dann dürft ihr gerne das entweder mit der Dumbbell in den Nacken legen, wer ein bisschen mehr möchte, auch gerne zwei, ansonsten mit einem schönen Rucksack einfach aufsetzen oder wenn ihr eine Tasche habt, legt ihr euch auf den Nacken, dann heißt es schulterbreiter Stand, genauso wie die zwei das schön machen. Und richtig schön mit einem super Hip-Hinge nach hinten reinsetzen. Bleibt so aufrecht wie ihr könnt. Haltet den Oberkörper schon aufrecht, damit ihr da richtig schön stabil in der Mitte bleiben könnt. Super, genau das. Dann könnt ihr genau bei dem Objekt gerade bleiben. Entweder den Rucksack nehmen oder auch mit der Dumbbell. Und auch da geht es erstmal nur darum, mit dem Objekt, egal wo ihr es habt, einen Step-Up zu machen. Das heißt, entweder auf einem Stuhl, einer Bank, einem Tisch, einer Couch, alles was ihr habt, nutzt das, was ihr zu Hause habt. Dann heißt es da Step-Ups. Hoch und wieder runterkommen. Das dürft ihr dann mit halten, wie ihr möchtet. Ob auch hier in dem Nacken oder in der Vorwegposition einseitig nutzt, was ihr könnt. Cool. So, dann heißt es jetzt, welche Variante ist eure? Habt ihr jetzt eine Pull-Up-Stange, aber keine Option für Dumbbells? Dann nehmt da ein Objekt, was ihr habt. Das heißt, mixt gerne von den Varianten, wie ihr es braucht. Wie gesagt, heute sehr großer Vorteil, es ist sehr, sehr ähnlich. Ihr braucht nicht allzu viel anpassen, egal welche Variante. Es wird definitiv gut funktionieren. 8 Runden, jeweils 8 Wiederholungen. Denkt nochmal dran, bei den Burpees plus V-Ups und Knees to Elbow ist immer erst 8 davon, dann 8 davon. Gleiche Sache bei den Burpees und Table Rows. Ansonsten wird das sehr kompliziert. Das heißt, gerne erst 8 Burpees, dann 8 Table Rows hinten dran. Für die linke Variante direkt hintereinander. Da ist es super, mit einer Stange ersten Burpee drunter zu machen, ranzuspringen, wie Chris das jetzt macht. Und dann einmal einen Pull-Up hinten dran oder genauso mit dem Knees to Elbow. Das ist genau die gleiche Variante. Sehr schön. Genau, klasse. Cool. 20 Minuten, kriegt ihr Zeit dafür. Auch die stellen wir wieder ein. Zack, zack, haben wir schon. Das heißt, 20 Minuten Zeit dafür. Versucht so zügig durchzukommen, wie ihr könnt. Und dann heißt es richtig viel Spaß zu Hause oder
ihr gerade seid. Viel Spaß dabei. Feuer frei.